Ich begrüße alle herzlich. Mein Name ist Sandra und ich dürfte genau vor einer Woche am 3.12.2021 MedBed ausprobieren. Zu meiner Vorgeschichte, es war ein bisschen schwierig für mich, mich auf diese Idee einzulassen, obwohl ich schon viel Erfahrung mit Energiearbeit habe. Ich kenne mich mit Quantenheilung aus, mit Reiki, mit Jägercode, mit Emotion Code. Und ich verstehe eigentlich, wie Heilen in der Quantenwelt funktioniert. Jedoch meine Vorfreude auf MedBed war so groß, dass ich irgendwie nicht, also vom inneren Kritiker oder vom Intellekt irgendwie nicht fassen konnte, dass die Technologie schon so weit entwickelt ist, dass ich es wirklich jetzt zur Verfügung bekomme. Ja, vor einem Jahr, 2020, habe ich das erste Mal von der MedBed-Technologie gehört. Und also ich habe Feuer und Flamme entfaltet. Und das war ein bisschen schwierig für mich. Also ich habe inneren Kampf 3 Tage lang durchgeführt. Und ja, also die kurze Information, dass ich das kostenlos testen kann, hat mich erstens so gefreut und dann kamen die Zweifel, ob das jetzt wirklich echt ist, ob das vielleicht ja nur jemand vielleicht diese Idee nur ausnutzt und Geld damit machen möchte. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Also 3 Tage hat das gedauert. Und dann habe ich die Berichte gefunden von Menschen, die das schon getestet haben. Und ich habe auch Interview mit dem Erfinder auch gefunden. Und dann habe ich gemerkt, oh, unglaublich, dass das schon möglich ist. Und wie ein kleines Kind habe ich mich auf Weihnachten gefreut. Und das ist der Grund, warum habe ich total Chaos in diese Testphase gebracht. Also ich habe erstmal ein bisschen Angst gehabt, dass ich nicht spüren werde. Und ja, ich habe mir dann erstmal so eine Liste gefertigt, also so 2 Seiten lang, also eine zweite Seite. Und habe ich mich ins Bett gelegt mit der Liste. Dann habe ich das Befehl gegeben, 9010 MedBed, scanne mich. Und dann ist es mir eingefallen, ja, ich habe meine Liste, 2 Seiten, aber Licht war schon aus. Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Ich wollte nicht Licht wieder anmachen und irgendwie, ich habe mir selber Stress gemacht, ja. Habe ich mich erstmal hingelegt und habe gewartet auf die spektakuläre Erfahrungen. Also ich habe dann natürlich in den Berichten von den anderen Menschen gehört, wie toll es ist und dieses wohliges Gefühl und Energie spüren und ich wollte das so gerne haben und natürlich ist das so, wenn man sich da so versteift auf etwas, dann blockiert man sich selber. Ja, auf alle Fälle habe ich irgendwie gedacht, ah ja, na gut, Liste hin und her, ich bleibe jetzt liegen, jetzt ruhig liegen und mal schauen, was passiert. Und natürlich habe ich immer wieder Kommando gegeben, ich vertrage mehr, bitte, MedBed, ich vertrage mehr, ich vertrage mehr, ich wollte unbedingt was spüren. Irgendwie war nichts und dann habe ich gedacht, ah ja, was soll's. Und dann bleibst du jetzt ruhig liegen und schaust, was kommt. Und in der Tat, das, was ich gespürt habe, das war wie so Helm, so über Kopf, also so irgendwie energetischer Helm. So, das kenne ich vom Energiebehandlung, also das kam mir schon bekannt vor. Das hat mich schon sehr gefreut, dass ich was spüre. Aber leider mein innerer Kritiker hat mir immer noch gesagt, naja, vielleicht bildest du dir das ein und ja,
Gut, dann bin ich weiter liegen geblieben. Habe ich nur gespürt, dass meine Füße und Hände warm waren. Aber ansonsten habe ich leider das nicht gehabt, was die anderen Leute berichtet haben mit dem wohligen Gefühl und irgendwas sehen oder irgendwelche spektakuläre Gefühle oder Erfahrungen. Und, und immer wieder habe ich gesagt, Bett, ich vertrage mehr, ich vertrage mehr. Ich habe es mir so gewünscht, dass ich da so viel intensiv spüre, dass mich das irgendwie so überzeugen kann, dass der innere Kritiker dann endlich damit zufrieden ist. Naja, also auf meiner Liste stand viel, also nicht nur körperlich, also ich habe Schmerzen im Bewegungsapparat und das war im Vordergrund. Ich habe immer wieder gebeten wegen Schmerzen, also dass die Schmerzen aufhören. Das ist bei mir so skelettbedingt, also Skoliose und Bandscheibenvorfälle, aber auch Bindegewebe. Aber es gab auch seelische Ziele. Also ich habe auch Befehle gegeben, ähm, ich möchte mehr Mut haben, weniger Angst, also mehr Kreativität wieder freischalten. Also ich habe ein bisschen Chaos veranstaltet, weil natürlich auf meiner Liste stand viel und ich dachte, die 8 Stunden, das ist so ein großes Geschenk und ich möchte jetzt so viel wie möglich da reinpacken. Ja, also ich bin ziemlich schnell eingeschlafen und das war eigentlich nicht mein Ziel, weil ich wollte beobachten, was passiert, aber ich bin schnell eingeschlafen und muss ich sagen, ich habe ziemlich viele wilde Träume gehabt. Aber die Träume, die waren sehr thematisch. Also die haben zu dem gepasst, um was ich gebeten habe. Zum Beispiel mit der Kreativität. Kreativität habe ich allgemein formuliert. Ist aber dabei, hat sich das Ganze auf Malerei fokussiert. Ich habe ganz interessantes Traum gehabt, dass ich mein eigenes Bild betrachtet habe. So Landschaftsmalerei mit Bäumen. Und ein Baum ist wie so dreidimensional rausgestochen aus dem Bild und ich habe ihm überlegt im Traum, wie ist das möglich technisch, dass das so 3D ausschaut. Also das war sehr interessant und ich hatte auch noch andere Träume gehabt, thematisch zu dem, um was ich gebeten habe. Aber das Spektakulärste eigentlich, was mich überzeugt hat, dass das funktioniert hat, ist dann mitten in der Nacht passiert, wo ich dann zwischendurch wach war. Und an meinem Rücken entlang ist wie so von unten nach oben so Strom gewandert. Das hat sich so angefühlt wie diese TENS-Geräte. Also wenn jemand das kennt, so ein Stromimpuls von TENS. Und das ist ja so von unten, von Steißbein nach oben gewandert. Und das habe ich gedacht, nee, das kann ich mir nicht einbilden. Also das hat mich überzeugt, dass es ist etwas da. Und was ganz Interessantes zum Schluss passiert ist, es war noch dunkel, also ich bin relativ früh ins Bett gegangen, aber ich konnte kaum aushalten. Ich habe mich so gefreut, schon wie Kinder Weihnachten und dann bin ich wirklich so schnell ins Bett gegangen. Und es war noch dunkel und ich bin wach geworden. Und auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, es fehlt mir etwas. Ich habe so richtige Sehnsucht gespürt. Und dann habe ich gedacht, oh nein, wahrscheinlich sind schon die 8 Stunden vergangen. Und dann habe ich Licht angemacht, habe ich auf die Uhr geguckt und in der Tat, die 8 Stunden waren schon vorbei. Und ich hätte Frage, ob jemand weiß oder ich weiß nicht, wo ich das erfahren kann, weil ich das Gefühl habe, ich könnte fast süchtig werden. Also ich habe wirklich so trauriges Gefühl gehabt. Also das ist so wirklich so Sehnsucht, ja, dass dieses etwas nicht da ist. Und das möchte ich noch herausfinden, ob das möglich ist, dass man von Medbed süchtig werden kann. Meine Frage auch ist, ich habe 2 Wohnorte, das heißt, meistens bin ich an einem Wohnort, aber mindestens zweimal im Jahr bin ich an einem anderen Wohnort, ob ich dort auch
Medbed installieren kann. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dann weiter forschen könnte. Meine Ziele sind nach wie vor die Schmerzen im Bewegungsapparat, aber auch seelische Ziele. Also meine Vorstellung von Freiheit ist angstfreies Leben. Also ich habe leider viele Ängste geerbt und aus der Kindheit auch angesammelt. Und ungefähr seit 20 Jahren oder länger wünsche ich mir einfach angstfrei zu leben. Und das wäre für mich ein wirklich ganz, ganz tolles Ziel, weil ich merke, dass mich diese grundgefühlte Angst in der Kreativität hindert. Ich bin ein kreativer Mensch und ja, ich bin sehr dankbar, dass diese Technologie es gibt und würde wirklich allen wünschen, das einfach zu ausprobieren und ohne große Erwartungen und nicht so Chaos da reinzubringen wie ich, sondern einfach vertrauen und einfach sich fallen lassen und vielleicht sich nicht so viele Ziele vorzunehmen wie ich. Ja, also das ist wirklich toll, dass das möglich ist und ich wünsche allen, dass alle das mal ausprobieren und freue mich schon. Und vielen, vielen Dank für diese Technologie. Ciao.